Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Zipper ZI LPE 18 Akku an. Machen wir ihn auf, dann schauen wir, was alles drin ist. Da sind ein paar Adapter, da ist die Bedienungsanleitung und 5 Minuten an, 5 Minuten aus, wie bei den meisten Kompressoren, und viel mehr gibt es eigentlich nicht viel. Da hat man nur das Ladegerät, so schaut es aus. Das habe ich komplett vergessen. Das Ladegerät lädt nur mit 0,3 Ampere-Stunden. Heißt, ein 1,3 Ampere-Stunden Akku, je nachdem wie lang man ihn oder wie der Ladevorgang funktioniert, dauert es eben 3 bis 5 Stunden, bis der Akku voll ist. Deswegen ist es eher als Notfallkompressor gedacht und nicht als Kompressor für den Dauereinsatz, weil Zipper keine anderen Akkugeräte hat. Und somit seid ihr nur auf den Kompressor angewiesen und extra Ladegerät kann man, was ich gesehen habe, nicht kaufen oder nur den Akku. Deswegen ist es schwierig, also einfach nur als Notfallkompressor gedacht. Das ist kein Akkusystem. So schaut der Akku aus. Wie ihr sehen könnt, es ganz normal. Hat halt kein Gummi, es hat alles Hartplastik. Ja, nicht ganz so hochwertig, aber passt schon. Trotzdem hat er LED-Anzeige. 3 LEDs leuchten leuchten alle 3 blau, und ja. Da schauen wir uns den Kompressor an, tun wir Sackloi, das braucht man nicht. So schaut er aus. 50 cm, 55 ungefähr ist der Schlauch lang. Dann hat man da An- und Ausschalttaste, die man drücken muss. Und da hat man halt den Hochdruckschlauch. Und ja, wie man sieht, hat man da so unten wie so eine Verriegelungstaste. Den muss man halt betätigen, wenn man ihn laufen lassen will. Ihr seht jetzt nach unten oder nach oben wird er gedrückt. Genau, dann da bewegt sich die Taste oben nicht mehr. Und wenn es dann oben die Betätigungstaste festhält und unten verriegelt, dann bleibt er halt an, bis der Akku leer ist oder bis ihr den Druck erreicht habt und dann ausschaltet. Müsst ihr einfach nochmal die Bestätigungstaste drücken. Und da hat man die Druckanzeige, ist nicht ganz so leserlich, meine persönliche Meinung, nicht die allerbeste, aber es funktioniert bei Nacht halt ein bisschen schwierig, wenn man kein Licht auf den Kompressor hat. Das heißt, die Druckanzeige leuchtet selbst nicht, somit hat man Schwierigkeiten beim Ablesen in der Dunkelheit, aber sonst am Tag, das passt eigentlich, kann man schon. Da ein bisschen Probleme mit dem Akku, aber funktioniert trotzdem. Kann man sich nicht beschweren für das Geld, wirklich insgesamt optisch und von der Haptik her ist es mehr als in Ordnung. Da teste ich doch mal kurz die VMAX. Die VMAX mit dem vollen Akku beträgt 27,9 km/h. Das heißt ungefähr, also ein bisschen schwächer wie die Bosch. Bosch ist bei 40 km/h, AEG bei 68, also deutlich schwächer wie der AEG, auch deutlich schwächer als der Bosch. Das wird sich dann in der Leistung widerspiegeln. So, da zeige ich euch, wie die Leuchte vom Kompressor aussieht, wenn man sie verwendet. Wie ihr sehen könnt, sehr sinnvoll, finde ich wirklich gut, im Notfall in der Nacht, wenn was passiert, sehr sinnvoll. Maße 4,2 cm hoch, lang ziemlich genau 12 und breit ist ziemlich genau 7,2. Die Kürze 55, dann Gesamthöhe 23, selber ist er maximal 18 nach unten, Betätigungstaste 7,5, unten 6,5 und ganz unten ist er bei 5,5. Dann haben wir noch eine Breite von 6 cm und ja. So, mit Akku beträgt das Gewicht 1,12 Kilo und dann schauen wir uns nur ohne Akku an. Ohne Akku sind wir bei 0,79 Kilogramm. Super Gewicht, kann man sich nicht beschweren, sehr leicht.
So, jetzt schauen wir uns das Wichtigste an, den 5 Minuten Kompressortest bei mir, das heißt von 1 Bar bis auf 3,5. Wenn es unter 5 Minuten schafft, dann ist der Test beendet und ja, dann schauen wir uns gleich an, wie lange er braucht. Da könnt ihr auch in Zeitlupe sehen, wie der Reifen sich aufpumpt, wie er größer wird. Und ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Wir schauen uns gleich die Ergebnisse an. Überraschend gut für das Geld. Überraschend gut, muss ich sagen. Da seht ihr es beim Zipper ca. 3,2 Bar. Das werden wir nun mit dem Black & Decker überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Wir schließen ihn an, natürlich immer zu bedenken beim Ab- und Anschließen geht immer leicht Luft raus. Ihr seht beim Black & Decker 3,1 Bar, das heißt wahrscheinlich waren 3,15 Bar drinnen, muss nicht sein, aber ziemlich wahrscheinlich, weil jetzt stecke ich es nochmal um auf den und dann auf den anderen und dann komme ich wieder auf 0,5 Bar weniger, je nach, also wenn man zum Beispiel länger braucht und nicht richtig das Ventil trifft und nicht richtig zuschließt, dauert es nochmal länger, aber ich gebe mir einfach die 3,15 Bar, guter Wert für das Geld. So, danach kommen wir zum Fazit. Reichweite, wie bei den Akkukompressoren habe ich gesagt, immer 100 Punkte, also Reichweite ist gleich 0. Das ist halt das Beste, was man haben kann, außer bei Kabel 5 Meter ist für mich das Beste, wenn man 12 Volt oder 230 Volt hat. Aber bei Akku immer volle Punktzahl. Der Preis vom Zipper Akkukompressor beträgt 35 Euro mit Versand, mit Ladegerät und mit Akku. Für mich unschlagbarer Preis, gibt es nicht viel zu sagen, toller Preis. Lautstärke nicht nennenswert, genau gleich wie die anderen ungefähr, 89 dB, das ist ganz normal, nichts Besonderes. Beim Gewicht hingegen ist er ist besonders leicht, mit 1120 Gramm inklusive Akku ist es wirklich sehr sehr leicht, daher ist die Oasa fast gleich schwer und hat kein Akku, nix, 12 Volt halt. AEG und die Bosch braucht man gar nicht vergleichen und die anderen, Black & Decker ist halt riesig und viel zu schwer, aber auch nicht vergleichbar, weil eben die Funktion mit hohem Luftstrom und das hat der Zipper nicht, genauso wie der Bosch, genauso wie der AEG, deswegen ist auch der Black & Decker schwerer. Kommen wir zum sehr wichtigen Teil für mich, das ist die Leistung und da überzeugt er für den Preis extrem gut. Wie ihr sehen könnt, schafft er in 5 Minuten von 1 Bar auf 3,15 Bar bei einem 245 18er Reifen, wie immer der gleiche. Das ist für das Geld mehr als solide Leistung. Ich meine, der ist stärker wie der Black & Decker und stärker als der Einhell und stärker als die Oasa. Also für mich, für das Geld, wie schon gesagt, unglaubliche Leistung. Sehr, sehr positiv überrascht von Zipper. Es ist halt das einzige Akkugerät. Aber nun schauen wir uns den Rang der Kompressoren an. So wie ich das verteilt habe, ist nun der Zipper der neue Platzhirsch bei mir. Natürlich ist er nicht der stärkste. Bosch und AEG sind viel leistungsstärker, gar keine Frage. Muss jeder selbst wissen, eben was für ihn der beste Kompressor ist. Das ist halt meine Tabelle, die ich schon vor 2-3 Monaten aufgestellt habe, der Rang der Kompressoren. Und da ist der Zipper jetzt ganz oben. Wieso ist er ganz oben? Weil er ordentliche Leistung hat, weil er sehr leicht ist, Lautstärke ist normal, nichts Besonderes, Reichweite halt durch den Akku unbegrenzt. Eben Preis-Leistungs-Verhältnis habe ich ihm 100 Punkte gegeben, eigentlich wären es nicht 100, aber durch das, dass ein Ladegerät und Akku dabei ist, kann man eigentlich noch 100 Punkte und eigentlich noch mehr geben, aber ich habe selbst bei 100 gelassen und somit ist er der neue Platzhirsch bei mir. Zipper, gratuliere mit dem Kompressor und also dem Kit, wirklich ein Preis-Leistungsmonster gemacht oder hat man auf dem Markt. Das ist wirklich einfach sehr, sehr gutes Gerät, würde ich wirklich jeden ans Herz legen. Für das Geld einfach einen Notfallkompressor im Auto haben, einfach liegen lassen, 1-2 Mal im Monat aufladen oder alle 1-2 Monate aufladen und dann nie im Kopf haben, ob man eben einen Kompressor hat oder nicht, weil der pumpt, wie schon gesagt, der pumpt es schon auf 2 Reifen, 3 Reifen, normalerweise ist es einer,
Deswegen für Notfall mehr als gut geeignet. Für mich persönlich ein sehr, sehr guter Kompressor und wie schon gesagt, Platzhirsch jetzt nun. Und ja, schauen wir, was in Zukunft noch kommt. Danke fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus und ciao.